Ich meine, Friedrich Merz hat noch während des Wahlkampfes gesagt, ich kann mich an eine Stelle erinnern, das Bekenntnis zu den USA ist das Grundprinzip deutscher Außenpolitik. Und ich hoffe, er hat aus den Erfahrungen mit Zelensky gelernt, denn er ist ja richtig abgemeiert worden als Bundesgenosse der früheren Regierung und auf eine sehr unanständige Weise natürlich. Aber so ist Politik. Ja, und man kann Trump fast dankbar sein, dass er mit dem, was er zu dem Krieg und Konflikt sagt, er hat das sehr krass formuliert, sehr undifferenziert, aber er hat in der Einschätzung insgesamt recht, um was es da geht und immer ging. Und nämlich nicht um die territoriale Unversehrtheit der Ukraine, nicht darum, dass die Ukrainer unsere Freiheit verteidigen. Hey Leute, Generalwart bringt es auf den Punkt und das ist genau das, was unsere Politiker endlich mal aussprechen müssten. Es ging nie um Freiheit oder Demokratie in der Ukraine, sondern um knallharte geopolitische Interessen der USA. Jetzt lassen Sie uns die Scherben aufkehren, wie schon in Afghanistan, Irak und in Libyen. Und unsere Regierung fügsam wie immer. Warum wagt keiner Klartext zu reden? Warum lassen wir uns alles gefallen? Dieses Video liefert Antworten. Unbedingt anschauen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Warum knicken deutsche Politiker immer wieder vor den USA ein? Auf geht's! Ich meine, Friedrich Merz hat noch während des Wahlkampfes gesagt, ich kann mich an eine Stelle erinnern, das Bekenntnis zu den USA ist das Grundprinzip deutscher Außenpolitik. Und ich hoffe, er hat aus den Erfahrungen mit Zelensky gelernt, denn er ist ja richtig abgemeiert worden als Bundesgenosse der früheren Regierung und auf eine sehr unanständige Weise natürlich. Aber so ist Politik. Ja, und man kann Trump fast dankbar sein, dass er mit dem, was er zu dem Krieg und Konflikt sagt, er hat das sehr krass formuliert, sehr undifferenziert, aber er hat in der Einschätzung insgesamt recht, um was es da geht und immer ging. Und nämlich nicht um die territoriale Unversehrtheit der Ukraine, nicht darum, dass die Ukrainer unsere Freiheit verteidigen. Nein, es war ein lange absehbarer Krieg, absehbarer Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland. Lange absehbar, weil im Vorfeld durch eine sehr aggressive NATO-Osterweiterung im Bezug auf Ukraine und Georgien letztlich das so weit eskaliert ist, dass es zum Krieg kam. Und der ist jetzt, ich sag mal, militärisch nicht entscheidbar für keine Seite und deswegen gehen beide jetzt aus diesem Krieg raus. So wie man den Afghanistan-Krieg beendet hat, den Syrien-Krieg, den Libyen-Krieg, den Irak-Krieg auch. Und man schmeißt es den Europäern vor die Füße, so wie bei den vorherigen Kriegen auch. Das würde ich an die amerikanische Adresse mal sagen. Ihr habt uns das eingebrockt, löffelt das doch selber auf. Das wäre mal Klartext gegenüber der Trump-Administration. Denn verursacht maßgeblich haben das die Vereinigten Staaten durch ihre sehr aggressive NATO-Erweiterungspolitik und alles, was dazugehört. Ich will das hier nicht mehr ausbreiten, aber ich war ja selber noch 2008 im Kanzleramt, als wir den NATO-Gipfel hatten in Bukarest. Die Bundeskanzlerin hatte richtigerweise früh erkannt, dass das nicht geht, die NATO-Mitgliedschaft. Und darum geht es bis heute. Nicht? Und dass man das immer noch nicht kapiert und jetzt davon redet, in 5 Jahren greifen die Russen Europa an. Nein, es geht um die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Es ging den Russen immer darum, keine amerikanischen Waffensysteme an der Grenze, keine NATO-Truppen in der Ukraine und keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Darum ging es bei diesem Krieg auch. Und deswegen hätte man ihn auch verhindern können. Man hätte durch frühzeitige politische Initiativen es gar nicht dazu kommen lassen. Und insofern bin ich froh, dass Trump amerikanischer Präsident geworden ist und nicht Kamala Harris. Wir säßen wahrscheinlich schon im Dritten Weltkrieg, wenn wir so weitergemacht hätten, wie wir es 3 Jahre lang gemacht haben. Ich finde das sehr beschämend und traurig. Hunderttausende mussten dabei fallen, draufgehen, wurden getötet, ein Land komplett zerstört und jetzt wird diesem Land, der Ukraine, noch den Garaus gemacht durch Bodenschätzeabkommen und Wirtschaftsknebelverträge. Ich finde das wirklich grausam, aber wir haben mitgemacht aus unserer moralischen Überheblichkeit heraus, weil wir nicht wahrnehmen wollten, um was es wirklich geht bei diesem Ukraine-Krieg. Seit 3 Jahren ging auch.
Ich finde Ihr Statement gerade sehr, sehr stark und letztendlich hält uns die Abrissbirne Donald Trump, kann man von halten, was man möchte, auch so ein bisschen den Spiegel vor, weil in den vergangenen Kriegen ging es definitiv um ganz, ganz viel Geld. Wir reden gerade von 500 Milliarden in seltenen Erden, die letztendlich transferiert werden sollen. Es geht eben auch um diese wirtschaftlichen Interessen. Und ich muss sagen, es bringt ja nichts darüber zu lamentieren. Es ist für mich sehr wichtig, dass wir Deutschen endlich mal lernen, dass es in den internationalen Beziehungen vor allen Dingen um Macht- und Einflusspolitik geht, um strategische Interessen bestimmter Akteure und weniger, sag ich mal, um das Völkerrecht, das man immer unterschiedlich interpretieren kann, dass man unterschiedlich handhaben kann. Die Amerikaner gehen mit dem Völkerrecht genauso lax um wie die Russen. Also natürlich ist es eine russische Aggression gegen die Ukraine gewesen und natürlich ist das nicht in Ordnung, nicht? Aber es ist nicht der erste und wird auch nicht der letzte völkerrechtswidrige Krieg sein, der stattfindet. Nicht? Und wir müssen auch schauen als Europäer, wo jetzt in der Zukunft unsere Interessen liegen und was wir wollen und was wir nicht wollen. Und dass wir rauskommen, sag ich mal, aus dieser Trittbrettfahrerei mit den USA. Das geht nicht so weiter. Ja, und ich glaube, das sind die Lektionen, die wir einfach gelernt haben, auch letztlich bei dem Verhalten der Amerikaner gegenüber Zelensky. Ich meine, man muss sehen, es ist ein Bundesgenosse der Amerikaner. Die letzte Administration hat ihm letztlich, ohne sie wäre er ja gar nicht Präsident. Und sie hat ihn gestützt und unterstützt und richtig, sag ich mal, auch so ausgestattet, dass er diesen Krieg führen kann. Und jetzt steht er da im Regen. Ne? Wir Europäer natürlich auch. Wir müssen jetzt die ganzen Scherben sammeln, die dieser Krieg verursacht hat. Das ist schon sehr beschämend, muss ich sagen. Und wenn wir daraus nicht lernen als Europa, dann können wir uns letztlich auch abmelden als Akteur auf der internationalen Bühne. Sie hatten es gerade durchklingen lassen. Trump lässt uns fallen, Russland sieht uns neuerdings feindlich, China lacht sich ins Fäustchen. Haben wir es verdient, jetzt links und rechts diese geostrategischen Ohrfeigen zu bekommen? Ja, wir haben es verdient. Ich muss wirklich sagen, also irgendwo haben wir es verdient und wir müssen daraus lernen, möglichst schnell, dass wir auch deutscherseits wieder lernen zu definieren, was in unserem nationalen Interesse ist und was nicht. Und das müssen wir eiskalt machen, auch mit Blick auf China, auch mit Blick auf Russland und dann auf die Konfliktherde der Zukunft. Wir wissen ja nicht, ob der nächste Krieg mit dem Iran läuft oder um Taiwan und wir müssen uns da einfach positionieren. Wir können ja nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber vorrangig ist jetzt auch, dass wir uns einbringen in diese Konfliktlösung, in die Lösung des Ukraine-Krieges und die Lösung des russisch-ukrainischen Konfliktes, dass wir stärker uns da einbringen und jetzt nicht einfach so weitermachen wollen, wie wir 3 Jahre gemacht haben. Das ist natürlich aberwitzig. Die Russen werden niemals starke europäische Friedenstruppen dulden in der Ukraine im Zuge ihrer Grenzen. Das kann man vergessen. Die ganze Debatte, die wir jetzt darüber führen, ist unsinnig. Und ich sehe auch nicht, dass wir da Tausende von Soldaten zusammenkriegen für so eine Mission. Ich finde, man muss da jetzt realistischer mit umgehen und gemeinsam mit der neuen amerikanischen Administration, aber unter Wahrung der deutschen und europäischen Interessenlage daran gehen, um das Ding zu lösen, politisch zu lösen. Denn es war militärisch nie lösbar. Das sage ich seit 3 Jahren und das hat sich letztlich ja auch bestätigt. Es ist nur traurig, wenn man sieht, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Zelensky und Donald Trump sind ja gestern aneinander geraten, gab ja diesen großen Eklat. Ist das eigentlich so der Wendepunkt, an dem der Westen realisiert, dass er auf das falsche Pferd gesetzt hat? Naja, ich meine, diese ganze Inszenierung, es ist natürlich inszeniert, das weiß man ja vorher. Also letztlich finde ich es unschön, dass man sich so miteinander verhält. Denn wie gesagt, Zelensky war der Bundesgenosse der Vorgängerregierung und ganz eng mit Biden und seiner Administration. Und dass man ihn so abmeiert, zeigt eigentlich, dass man sehr aufpassen muss mit unserem amerikanischen Bündnispartner. Das kann uns beim nächsten Mal auch passieren, wenn es zur Sache geht. Und dass es eben jetzt sehr wichtig ist, dass man alles dran setzt, diesen Ukraine-Russland-Konflikt zu lösen. Und nicht mit utopischen Vorstellungen, sondern mit dem Blick auf die reale Lage im Land. Nicht? Und dass man dran geht, aus diesem Modus der Kriegsrhetorik gegenüber Russland und der Kriegspolitik gegenüber Russland rauszukommen. Das bringt nichts für Europa. Ich sage das nicht, weil ich die Russen nett finde oder weil ich ein Putin-Freund bin. Auf keinen Fall. Ich sage es einfach, weil das für Europa wichtig ist.
dass wir damit, dass wir einfach auch in einen neuen Modus mit Russland kommen. Die Amerikaner werden uns das vorexerzieren. Und ich verstehe bis heute nicht, warum wir uns 3 Jahre lang Zeit gelassen haben, warum wir auf einen erratischen Präsidenten der USA warten mussten, bevor wir klug werden. Das hätten wir alles viel eher machen können. Das ist natürlich richtig. Also der amerikanische Außenminister hat das ja bei der Sicherheitskonferenz vorexerziert in München. Das war ja schon ein sehr unfreundliches Verhalten und Auftreten insgesamt. Aber seine Kritik an Europa, auch seine Kritik an Deutschland, man sollte das ernst nehmen und ein Stück weit mal reinhören, was daran wahr ist. Das hat nämlich auch Bestandteile, wo ich sage, da ist eine Berechtigung auch da, aus der amerikanischen Sicht so mit uns umzugehen. Deutschland war ja ein ganz heißer Verteidiger letztlich der Ukraine-Politik der Biden-Regierung und hat sich auch im Wahlkampf ganz klar positioniert auf eine Seite, die dann am Ende politisch nicht zum Zuge kam. Nicht? Und das rächt sich jetzt natürlich. Und das werden die Amerikaner uns spüren lassen, da bin ich ziemlich sicher. Sie haben ja als Militärstratege verschiedenste Präsidenten kommen und gehen sehen. Was macht das Phänomen Trump aus? Naja, Trump ist schon ein bisschen anders, weil er unverblümt und knallhart die Facts and Figures auf den Tisch legt, um was es geht. Das ist einerseits lehrreich, weil man sieht, auch bei Konflikten, was letztlich immer Kernthemen der internationalen Sicherheitspolitik waren. Aber er ist eben auch einer, der ein lockeres Mundwerk hat, aber in seiner ersten Legislaturperiode auch keine Kriege angefangen hat, keine neuen Kriege. Und er ist ja erkennbar dabei, aus diesem Ukraine-Krieg herauszukommen. Und ich muss sagen, das ist das Gute an Trump, trotz der ganzen Erratik und trotz dieser Rhetorik auch, die ich mir nicht so wünsche. Aber man muss auch sehen, dass die Amerikaner dennoch machtpolitisch unterwegs sind, auch weiterhin. Für mich ist es auch so, dass er nicht den ewigen Frieden will unter Umständen, sondern er will ja frei werden für den großen Konflikt mit China und auch vor allen Dingen im Mittleren und Nahen Osten. Ich denke mit Blick auf Iran. Und deswegen kann er diesen Krieg mit Russland nicht gebrauchen. Ich sage es mal ganz einfach auf den Punkt gebracht. Egal. Und das bringt er ziemlich unverschnörkelt auf den Punkt. Also man kann gespannt sein auf die Zukunft. Wir Europäer sind aufgefordert, militärisch stärker zu werden, einfach strategisch autonomer uns aufzustellen und vor allen Dingen wieder auch auf Dialog und Interessenausgleich mit Russland zu setzen. Es wird Zeit, aber ich sehe wieder nichts in Europa. Sie sind alle hinter den Amerikanern her. Ich bin mal gespannt jetzt am 9. Mai, wenn die große Parade 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges ist, ob Putin dann seinen Freund, in Anführungsstrichen Trump, dazu einlädt. Also ich glaube, die Chinesen werden dabei sein und wer sonst noch dabei sein. Dann wird sehr deutlich werden, dass es diese 3 großen Mächte sind, USA, Russland, China, die bestimmen, wo es lang geht und dass Europa letztlich nichts zu melden hat und am allerwenigsten Deutschland. Das macht mir ein Stück weit Sorge, weil wir ja eigentlich in der Vergangenheit immer ein sehr starkes Land in Europa waren. Und dass unsere Kanzler auch immer Wert drauf gelegt haben, um einen Draht nach Moskau. Also es war bei allen so, aus unterschiedlichen Motiven. Und dass wir auch mitgestaltet haben, europäische Außenpolitik. Das ist alles weg. Und wir haben jetzt eine neue Regierung, die sich ja bildet, die absehbar schwach ist. Also die kann gar nicht so, wie sie soll und muss. Und das wird man sicherlich auch sehen und sehr schnell merken. Und das macht mir schon Sorgen insgesamt, also um unser Land. Und wir sind ja, ich habe das ja in meinem jüngsten Buch auch ziemlich aufgezeigt, wären ja bei einem europäischen Krieg unmittelbar betroffen, weil wir als Land mitten in Europa lokalisiert sind aufgrund unserer geografischen Lage. Und wir müssen alles dran setzen, das zu verhindern. Und dazu brauchen wir vor allen Dingen eine starke Regierung und nicht das, was jetzt wahrscheinlich auf uns zukommt. Also ich muss sagen, wir haben jetzt 3 Jahre Ampel gehabt und ich will jetzt nicht politisch werden, aber ich sehe schon kommen, dass das alles nicht viel besser wird.